DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Was bedeutete damals in der DDR Gestattungsproduktion? Die DDR hatte zwei große ökonomische Dauerprobleme. Das eine war Devisenmangel. Also man brauchte konvertierbare Währung, um dringend benötigte Güter einzukaufen. Nicht zuletzt auch Güter, die für die technische Innovation vonnöten waren. Und das andere war auf dem Binnenmarkt ein Warenmangel, ein permanenter Warenmangel oder umgedreht ausgedrückt ein Geldüberhang. Es war eben einfach mehr Geld da, als man dafür Waren und Dienstleistungen erwerben konnte. Und nun wollte man diese beiden Fliegen mit einer Klappe schlagen und verfiel auf folgende Idee. Und das ist eben die Gestattungsproduktion. Westliche Firmen bauten auf dem Territorium der DDR Produktionsbetriebe aus und produzierten dort ihre Produkte, wo man auch gar nicht ersehen konnte, dass die in der DDR produziert worden war, um die auf dem internationalen Markt anzubieten. Und sie konnten das sehr billig tun aufgrund des niedrigen Lohnniveaus der DDR. Sie hatte die Möglichkeit, die DDR, diese Produkte auf den Binnenmarkt zu werfen, um da die Bedürfnisse der Bevölkerung besser zu befriedigen. Natürlich war das auch eine Frage der politischen Stabilität, das ist vollkommen klar, denn die Leute waren unzufrieden und haben gemeckert, wenn es irgendwas nicht zu kaufen gab, zum Beispiel keine Schuhe. Wir haben hier noch einen Schuhkarton in unserem Museum, das sind Original Salamander-Schuhe. Damensandaletten kosten immerhin 138 Mark der DDR. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Paar Schuhe hat ursprünglich, und so waren die staatlich festgelegten Preise, ja so rund 25, vielleicht 30 Mark der DDR gekostet. Also hier eine Preissteigerung ums Vielfache. Also somit war allen gedient, die westlichen Firmen verdienten, die DDR konnte Bedürfnisse befriedigen, Warenlücken schließen und Geldüberhang abbauen und die Leute bekamen Schuhe. Das Gleiche vollzog sich auch bei Tabakwaren, bei Süßigkeiten diverser Art, Unterwäsche von der Firma Schießer, Ikea-Möbel wurden sehr, sehr gern gekauft, obwohl sie auch sehr, sehr teuer waren. Und vieles andere, also wenn man heute in dem alten Neckermann-Katalog blättert, dann trifft man da auf viele gute Bekannte aus der DDR-Zeit, wenn die Dinge auch grundsätzlich nicht ausgezeichnet waren als DDR-Produkte. Das hätte wohl den Absatz im Westen etwas gemindert. Der Pferdefuß der ganzen Geschichte war der ideologische Aspekt. Faktisch gab ja die DDR damit zu, sie ist ein Billiglohnland, das auf der gleichen Basis, wie das heute auch in anderen Ländern funktioniert, in der DDR eben aufgrund der niedrigen Löhne sehr billig produziert werden kann. Dieser Griff zur Gestattungsproduktion, das betrifft natürlich den Intershop genauso gut, war an und für sich ein ökonomisch richtiger Schachzug. Dennoch führten sie dazu, dass die DDR-Bevölkerung den Glauben ans eigene System verloren hat und sehr stark nach den westlichen Produkten schielte und nach den Wohltaten der westlichen Konsumgesellschaft. Und insofern trugen sowohl die Gestattungsproduktion als auch der Intershop ganz kräftig zum Niedergang und zur Paralyse der DDR bei. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.